Und damit ein recht herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play What Remains of Edith Finch. Im letzten Mal haben wir einiges erlebt. Wir haben den Friedhof gesehen, wir haben die Geschichte von Gregory erlebt. Und jetzt sind wir in einem riesigen Zimmer, wo Gregory, Dawn und Gus lagen. Und ja, jetzt erfahren wir die Geschichte von Gus. 13 Jahre ist er geworden. Ein Gedicht für Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids. Ah, guck mal, den Platz kennen wir doch auch. Da sind wir doch vorhin, letzte Folge lang gelaufen, um zum Friedhof zu kommen. Genau, da oben ist der Friedhof. Ui, ach, guck mal, wir können... Oh mein Gott, wie cool. Ui. Ja, guck mal, jetzt können wir mit den alten Buchstaben die neuen aktivieren. But Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Hui. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. To make his Ja. bride. Gut gemacht. Ach mal, ja, bestimmt. Give it to me. When the time for photos came, Dad ordered him to Come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Okay. Sehr freundlich, Gus. Recht sympathisch. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Oh Gott. Das Wetter. Das gute alte Wetter. Gewitter und Drachen steigen lassen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, das ist nicht so gut, vor allem wenn wir jetzt ganz still einsammeln. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Oh Gott. Hui. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Ja. Nicht so sinnvoll, what the fuck? I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Ja, auch das ist nicht so viel Interpretation, ne? Ja, der hat halt bei Gewitter mit dem Drachen gespielt. Kam das eine zum anderen und wurde irgendwie erschlagen oder so. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Mhm. Guck mal, wir sind auch schon relativ weit. Edie fehlt noch. Dawn fehlt noch. Milton und Louis fehlen noch. Naja. Okay, was haben wir hier? Das Ding ist, von hier haben wir von außen, glaube ich, nicht dran geguckt. Ich weiß nicht, ob das daran lag, weil wir es nicht konnten oder weil ich es verpasst habe. So. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the So time, schöne it was Kletterwand, as um nach far oben zu away as kommen. she could Okay. get. Mhm. Ah, guck mal, hier Sanjay. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Kalkutta. Krass. Können wir natürlich einmal nach unten klettern. Ach komm, scheiß drauf, mach mal. Hui. Ist ein Achievement? Komm schon, gib mir ein Achievement dafür. Ja, okay, schade. Aber das wäre so eine Sache, allein nur weil man hier runter klettern kann. Gib mir doch ein Achievement dafür. Wär doch cool. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Okay, kann schon mit Hochgeschwindigkeit klettern wir hier hoch. Sehr schön. Aber hier können wir jetzt aus dem Fenster raus.
My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Mhm. Louis was born a krass. year later. Krass. Noch hier sind die ganzen Missing Flyer. Hier kann man nicht runter. Aber guck mal, von da sind wir in der ersten Folge gekommen. Da müsste... Ne, wo liegt dieser Drache? Muss doch irgendwie da gewesen sein, glaube ich, oder? Und hier sind wir dann reingegangen. Was ist denn da? Milton. Okay, geh mal weiter nach When oben. my Mal dad gucken, was... died, I don't think Mom knew where else to go. Dawn, Louis. I'm sure Edie was happy to have her back and to see kids in the house again. Oh, Milton, das ist hier der Künstler. Das ist der Künstler. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Mhm. Eine kleine For a Schule. while, things were good. Almost normal. Edith, Louis. But it didn't last. Milton ist natürlich das Fachlehrer. Darf man zu Hause unterrichtet werden, Alter. Gar keinen Bock. Hey, Beginning of nicht runterfallen bitte, ne? Milton's 10th birthday, Also, ist windig. when Edie gave him a castle. Das sieht so cool aus. Warum hat er ein eigenes Schloss? Ich will auch ein eigenes Schloss. Mal durchgucken. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung darauf ist. Weil ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall vom selben Publisher gepublished worden. Es gibt ja das Spiel The Unfinished Swan. The Unfinished Swan ist auch so ein cooles kleines Indie-Spiel, auch von Annapurna, glaube ich, gepublished. Wo es sehr viel um so künstlerische, malerische Sachen geht, die vom Zeichenstil schon so ein bisschen an das angelehnt sind, würde ich behaupten, was Milton malt. Mich würde mal interessieren, ob das eine bewusste Anlehnung darauf ist oder ob das Zufall ist oder ob keine Ahnung, also weiß nicht, ob das theoretisch bestätigt ist oder so, aber der Unfinished Swan, cooles Spiel, kann ich jedem empfehlen. Immer. Komm mal nach oben. Hi. Milton. 1992. Wie gesagt, hier kein Todesdatum dabei. Aber schauen wir mal, was der Milton so erlebt hat. Der Milton Zauberpendel. Finch in The Magic Paintbrush. Ich glaube, das hört man gerade in der Aufnahme, wie der Controller vibriert. Okay. Ich versuche den Controller ein bisschen wegzuhalten vom Mikrofon. Okay, er malt sich was. Ja. Eine Tür. Er geht durch die Tür durch. Und sagt Arrivederci. Und das war's. Das war die Geschichte von Milton. Recht kurz. Und ich würde das so interpretieren, dass der Bruder einfach abgehauen ist. Also, dass der sich, keine Ahnung, vielleicht in eine Fantasiewelt geflüchtet hat. In sein ganz malerische und, ja. Vielleicht einfach abgehauen ist. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Also, das ist jetzt so eine Erklärung, die ich mir erklären würde. Und hier ist auch diese Tür. Das, Whatever Milton had found in the house, ja, Mom vielleicht didn't einfach want it getting abgehauen ist. out. Um sich in diese Fantasiewelt zu flüchten, warum auch immer. Wie gesagt, eine Hintergrundstory von ihm kennen wir jetzt nicht. Aber naja, ist im Bereich Mom des definitely Möglichen. blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Louis fühlte sich schuldig. Warum fühlte sich denn Louis schuldig? After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Mhm. Everyone always told me to stay Ein in näherer Louis's Blick. room, Achievement erreicht. except Louis. Ich glaube, das Achievement, was ich gerade bekommen habe, am näherer Blick, heißt, dass ich in alle Gucklöcher geguckt habe, in die man gucken kann.
inklusive diesem Guckloch aus der ersten Folge, wo man durch den Zaun durchguckt und das Guckloch am Friedhof, dieses Fernrohr. Ich glaube, wenn man dann durch alle Gucklöcher guckt, dann kommt man ins Achievement. Aber wie gesagt, auf Achievement-Jagd will ich nicht unbedingt gehen, das sind nur so die Achievements, die ich mehr oder weniger im Kopf habe. Ja, mal. Lewis's room is Shisha. very, very familiar. Ja, das ist so eine geile That Bude. part Ne? of him lived on. Das ist so eine geile Bude. Vor allem mit dem Licht, die Mikrowelle. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. Ich find's so He died a lot. großartig. Und jetzt, ganz kurz, ich weiß nicht, darüber muss ich mal irgendwann ein einzelnes Video machen. Also ein scripted Video. Was jetzt kommt, ist aus meiner Sicht eines der besten Level der Videospielgeschichte. Will ich nur mal ganz kurz anmerken. Das beste Level der Videospielgeschichte, die beste Geschichte. Ja, lasst euch einfach, genießt es einfach, was ihr jetzt seht. Dieses Level, was jetzt kommt, ist ein Grund dafür, warum ich finde, dass Edith Finch ein absolutes Meisterwerkspiel ist. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Ja, wir befinden uns in der He kept working at the Fischfabrik, cannery, Konservenfabrik, in der Luis arbeitet. but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. Okay. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. Das ist cool gemacht, wenn man Fisch sagt, dass der quasi He hier... took it very seriously. Wir spielen jetzt quasi gerade ein Spiel im Spiel, müsst ihr euch vorstellen. Also mit dem rechten Stick steuere ich die Fische und mit dem linken Stick steuere ich die Figur. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Man sieht, wie nach und I nach even encouraged him. dieses Bild immer größer wird und mehr It seemed Platz in very seinem Kopf promising einnimmt. at first. He told me he'd made a new friend. Hallo? No? On the edge of a city he Und named jetzt? Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Boah, die Musik ist so großartig. Die Musik ist so großartig. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished.
He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Ja, und ihr seht, es ist noch... He'd conquer a city, then immediately push on. Ihr seht, es nimmt immer mehr Platz ein. Also man sieht jetzt gar nicht mehr die Maschine. Man sieht nur noch den Teil, wo der Kopf abgehackt wird. Mehr sieht man nicht mehr. Weil er so in seinem Tagtraum mehr oder weniger drin ist. St. Louis. Und sie versucht irgendwie durch andere Gedanken genau, der Realität zu entfliehen. Er versucht irgendwie den Kopf irgendwie aus der Realität zu bringen. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Es ist so großartig. Wirklich, das ist so eine Art und Weise, In Lewisburg, he heard rumors of a eine Geschichte zu erzählen, was nur Videospiele hinbekommen. Ne? handsome queen. Und das finde ich ist so absolut faszinierend. Da konnte man jetzt ein paar Entscheidungen treffen. Oder kann man jetzt Entscheidungen treffen, die ja keine großen Auswirkungen haben. The queen was on her own quest for Ja, nehmen wir die Finsterschlangen. Das nervt. sinister serpents. Hat nur, glaube ich, designtechnische Gründe, dass das passiert. Trotz alledem. Krass. He followed the sound of her silver harp. Was eben, wie gesagt, das Faszinierende ist, auch wenn dieser Tagtraum gerade passiert, so mit einem ganz kleinen Teil ist er trotzdem noch bei der Arbeit im Kopf, ne? Also, His chase led him to a golden palace east of the sun er and west bekommt of the von moon. der Arbeit nicht wirklich viel mit, weil das passiert mehr oder weniger automatisch. Even then, his logic remained sound. Ja, und jetzt ist offiziell das komplette He Bild knew the ist world was eingenommen. all in his imagination. Das komplette Bild ist eingenommen. Wir haben nichts mehr übrig von der Fabrik. But he was so proud of having created it. So, und hier können wir jetzt so durch. Jetzt geht es auch immer mehr und mehr, In dass his own quasi die eyes, Realität he mit becomes something verschwimmt. greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Man hört jetzt dieses Absäbeln von den My Fischen nicht mehr. imagination Oder is nur as noch ganz real as my leise. body, he told me. It was hard to argue with him. So. So schnell kommt man wieder zurück in die Realität. Wir steuern jetzt, glaube ich, gerade Luis. Sein spinnt mit einer Vorgängervariante von der Began Switch. to forget the world we know. Hier sind wir in der Fischfabrik. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. Das ist einfach, ja. He began to despise the man with a royal contempt. Und ihr seht, das ist Luis. Er arbeitet und bekommt gar nicht mit, so, weil er so in seinem Kopf quasi, ne, ich finde es großartig, wie I still thought I could save him. dieses Spiel irgendwie, keine Ahnung, so Even after he said he was being Tagträume, crowned king over all the Depressionen. lands of wonder. Flucht aus der Realität. Ich finde einfach wirklich, es ist grandios, wie das Spiel es schafft,
sowas Palace will be rüberzubringen. packed with his companions. Genau, und die Designs, die wir gerade getroffen haben von der Prinzessin, die da vorne ist, und die Leuten, die sind halt angelehnt an diese Schlangenentscheidung, die wir getroffen haben. Und es ist eine Prinzessin. Molly. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Ohne Spaß, mir ist noch nie aufgefallen, dass da Molly steht. What the fuck macht Molly da? Echt, die Musik ist so großartig, ne? Die Musik ist einfach großartig. His queen waited, holding his crown. Königin wartete. There was only one thing left to do. Nein. Bend down his head. Naja, ob das jetzt so die klugste Entscheidung ist, einmal dahingestellt, aber wir nehmen die Krone entgegen. The rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ja, und hier gibt es ein bisschen mehr zu interpretieren, wobei eigentlich nicht. Ich glaube, man kann stark davon ausgehen, dass es halt Selbstmord war. My brother was really cool. I wish you could have met him. Selbstmord in der Fischfabrik vielleicht. Nehme ich mal stark an. Gut. Das war Louis Finch. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei dieser Folge. Weil, wie gesagt, ich finde, das ist eins der besten Level der Videospielgeschichte. Einfach, ja, weil hier sehr gut mit dem Thema Depression, Flucht vor Realität, Tagträume umgegangen wird und das auf eine Art und Weise erzählt wird, wie es nur in Videospielen möglich ist. So Level wie diese sind der Grund, warum ich Videospiele liebe, weil diese Geschichte, die ihr gerade gesehen habt, die kann man nicht in einem Film erklären, die kann man nicht in einer Serie, in einem Hörbuch, in einem Buch erklären, weil hier war es ja gerade so, ich habe wirklich 2 Spiele gleichzeitig gespielt. Mit dem einen Stick habe ich die Realität gespielt, mit dem anderen Stick habe ich die Fantasie gespielt, den Tagtraum. Und das auf diese Weise rüberzubringen, in der Art, wie es erzählt wurde, mit der Musik und der generellen Stimmung, ja, ich finde das einfach unübertroffen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao und bis zum nächsten Mal.